Ja, jetzt hat man in Paperless NGX schon fleißig Dokumente abgelegt, alles vernünftig mit Daten gepflegt und das Altpapier natürlich entsorgt. Aber was, wenn jetzt plötzlich das System ausfällt oder etwas verloren gegangen ist? Wie mache ich eine Systemsicherung bzw. ein Backup von meinem Paperless oder meines papierlosen Büros und wie spiele ich das auch wieder zurück? Ich zeige euch in diesem Video, welche Möglichkeiten Paperless NGX da bietet und wie ich für uns eine automatisierte Backup-Lösung mit Paperless NGX, also unserem papierlosen Büro, realisiert habe. Ihr seid interessiert? Dann bleibt dran. Nach dem Intro, dann machen wir weiter. Ja, hallo, ich bin Thorsten von Haus und Technik und herzlich willkommen zurück zum Video und schön, dass du wieder dabei bist. Ja, jetzt hat man schon geraume Anzahl von seinen Dokumenten ja endlich in das papierlose Büro integriert. Paperless läuft, alles super und den alten Papierkram hat man auch gleich entsorgt. Wie ich das bei uns hier gemacht habe und welche Einstiegstipps ich dazu habe ich eine Playlist erstellt, verlinke ich euch gerne oben im Video selber oder auch unten in der Videobeschreibung. Wer sich dafür interessiert, darf da gerne reinschauen. Da beschreibe ich nochmal, wie ich das hier für uns generell aufgesetzt habe und ich gebe nochmal ein paar Tipps, wie man am besten den Einstieg in Paperless gewinnt. Ja, aber das ist ja auch alles gut und schön, aber was ist, wenn es zu einem Problem mit Paperless kommt und die Daten nicht mehr aufrufbar sind und die Dokumente vielleicht nicht mehr da sind oder auch die Metadaten weg sind? Also muss natürlich eine Datensicherung her, das heißt ein Backup muss her. Und Paperless bietet dazu laut Dokumentation und einen Link zu der Dokumentation habe ich euch unten entsprechend reingepackt, da wird das in die Videobeschreibung gepackt, da wird das relativ gut erklärt. Dazu gibt es, also Paperless bietet dazu zwei Möglichkeiten an und die möchte ich euch hier natürlich ganz gerne vorstellen und die gehen wir gemeinsam durch. Ja, zum einen ist das eine relativ einfache Lösung für das Docker-Umfeld, wo das Paperless oder das Paperless-Verzeichnis, die Paperless-Struktur komplett kopiert wird, irgendwo zum Beispiel gesichert nochmal abgelegt werden kann und natürlich auch wiederhergestellt werden kann. Die weitere Möglichkeit ist ein Kommandozeilenbefehl, also eine Kommandozeilenlösung. Das ist ein spezieller Exportbefehl von Paperless, den man verwenden kann und dieser generiert ein Gesamtbackup des Systems aller Dokumente, Metadaten und so weiter. Zum Schluss zeige ich euch noch, wie ich für uns hier zu Hause auf unserem NAS eine automatisierte Datensicherungslösung bzw. eine Backup-Lösung hier realisiert habe und das schauen wir uns jetzt alles gemeinsam an. So, starten wir jetzt mit der ersten Möglichkeit und dazu sind wir jetzt hier nochmal in meinem Paperless NGX, was der ein oder andere vielleicht noch aus meinem letzten Video kennt. Hier sind also die Startseite und hier sind die Dokumente, die wir ja bislang schon benutzt haben, ne? Unsere Testdokumente. So, machen wir mal wieder zu hier. Brauchen wir nicht, aber die sind auf jeden Fall da. So, wie gesagt, auch alles an Einstellungen, ne? So wie wir das kannten, ist alles da und das Ganze wollen wir dann natürlich jetzt einmal sichern. So, und da gucken wir uns jetzt an, wie gesagt, für das erste oder für die erste Variante hatten wir ja gesagt, es reicht, wenn wir das Paperless NGX File oder beziehungsweise nicht File, sondern das Verzeichnis einmal komplett sichern. Hier ist natürlich noch zu beachten, die Sicherung bitte nur dann machen, wenn auch die Datenbank entsprechend bereit ist. Heißt also, die Datenbank sollte gestoppt sein. Dafür machen wir jetzt Folgendes. Wir öffnen jetzt einfach das Projekt und wir stoppen das Projekt, weil ansonsten kann uns das passieren, dass da inkonsistente Daten übertragen werden und dann funktioniert das alles nicht und dann habt ihr hinterher Datensalat, macht alles keinen Sinn. Also als allererstes ganz wichtig, wir stoppen erstmal das gesamte Projekt oder wir stoppen Paperless und das dauert jetzt einen Moment und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Exit Code 0 heißt also, es ist jetzt alles gestoppt. Jetzt machen wir Folgendes, wir machen das erstmal wieder kleiner und ich habe jetzt hier schon mal bei Paperless Test einen Backup-Ordner angelegt. Da werden wir jetzt gleich unser Paperless NGX einfach mal reinkopieren. Und dafür gehe ich jetzt hier einfach auf die
rechte Maustaste und sage, ich möchte das Ganze kopieren nach, und zwar auf Paperless Test auf Backup. Und hier wichtig, überschreiben. Nur für den Fall, dass ich hier schon mal vielleicht ein Backup gemacht habe, möchte ich das natürlich überschreiben, weil ansonsten bin ich ja nicht am letzten Stand. So, das dauert jetzt einen kleinen Moment, bis er die Files da alle hinschreibt. Ist aber nicht ganz so viel. Wir sehen hier 73 Megabyte. Das ist überschaubar. So, heißt, wir haben jetzt unser Paperless NGX hier hingesichert. Wir können uns das nochmal angucken. Ne? Wir haben hier Consume, Data, Export, Media, PG Data und wir haben die YAML und Environment-Datei. Das ist wichtig, dass alle diese Files hier entsprechend gesichert sind. Wichtig ist auch hier das PG-Data. Das PG-Data, das ist die Datenbank. Also ich habe jetzt hier eine Postgres-Datenbank, je nachdem, was ihr für eine Datenbank habt, ob ihr eine MariaDB oder eine SQL, was auch immer da habt, müsst ihr bitte darauf achten, beziehungsweise ihr müsst die Datenbank auf euren Host mappen. Wenn das nicht passiert, kopiert ihr zwar hier das ganze Verzeichnis, aber ohne die Datenbank und dann bleibt hinterher nämlich das neue Paperless bleibt leer. Also das ist ganz wichtig. Sofern ihr das nicht gemacht habt, kontrolliert das auf jeden Fall bitte. Da bin ich beim ersten Mal nämlich auch reingefallen. Ne? Das hat Erfahrungswerte. So, also wir haben jetzt hier erstmal alles entsprechend schon mal rübergefahren. So, und ich habe jetzt hier ein zweites System. Und zwar habe ich hier jetzt auch eine Synology, ne? Also hier kann aber auch irgendein anderes System sein. Und ich habe jetzt hier ein Backup-Verzeichnis. Hier läuft schon mal der Container Manager, das heißt also Docker-Umgebung. Ne? So, hier ist nichts drin, das ist alles leer. Das heißt, wir werden jetzt erstmal Folgendes tun. Wir ziehen jetzt erstmal unser Paperless NGX Verzeichnis, ziehen wir jetzt erstmal hier rüber, und zwar in das Backup-Verzeichnis. So, das laden wir jetzt erstmal hier hin. Ja, so, das muss man nicht so machen. Man kann das auch direkt in den Backup-Ordner, aber da das ja jetzt hier gezippt ist, kann ich jetzt sagen, extrahieren. So, und jetzt fragt er mich natürlich, wohin extrahieren. Und jetzt sage ich hier, ich möchte das hier in Richtung Docker extrahieren. Okay, Ziel ist Docker und sage, alle extrahieren. Hat er das jetzt gemacht? Alle extrahieren. So, jetzt macht das. Oh, schon erledigt. Gut, so, also haben wir jetzt alles unter Docker haben wir jetzt unser Paperless NGX angelegt. Wir haben hier wieder alle Verzeichnisse, ne? Also Consume, Data, Export, Media, PG Data und die Environment und die YAML-Datei. So, damit haben wir das jetzt schon mal auf das neue System übertragen und jetzt gehen wir hier auf den Container Manager, auf Projekt und sagen Projekt erstellen. Und das Ganze nennen wir jetzt einfach Paperless-NGX, so hieß es vorher, glaube ich, auch. Wir legen jetzt hier noch den Pfad fest und sagen hier Paperless, da sage ich auswählen. Jetzt hat er sogar schon das YAML-File gefunden und dann sage ich, okay, das möchte ich natürlich jetzt verwenden, um das Projekt entsprechend zu erstellen. Okay, jetzt sehen wir hier die YAML-Datei und ich sage weiter, da will ich auch nichts dran verändern. Sollte ich auch nicht. Es kann nämlich sein, wenn da jetzt Änderungen passieren, dass unter Umständen dann die Datenbank irgendwie nicht mehr so funktioniert, wie sie das sollte, oder Paperless nicht mehr so funktioniert, wie es sollte. So, jetzt sagen wir hier einfach auf Fertig und jetzt wird das Projekt entsprechend erstellt. Das heißt, der holt sich jetzt erstmal alle Files entsprechend runter, entpackt die und so weiter und so fort. Und wenn das dann soweit fertig ist, dann melde ich mich gleich wieder. Ja, so, wir haben jetzt hier einen Exit Code 0, heißt also, das Ganze ist jetzt erstmal soweit erstellt. Und er sagt auch hier, der Container läuft. Ne? Projekt wurde erfolgreich erstellt, alles gut. Jetzt können wir natürlich einmal schauen in dem Webserver selber. Und ich glaube, der braucht ein bisschen weitere Zeit, um hier sich entsprechend zu starten. Im Protokoll. Ja, das wird wohl noch einen Moment dauern. Da melde ich mich gleich nochmal wieder. So, ja, wir können jetzt einfach schon mal schauen, ob der Webserver jetzt schon soweit ist. Dann nehmen wir hier einfach mal ein neues Fenster und wir haben die IP-Adresse 10.10.90.128 und der Port war 8010. So, gucken wir mal. Tatsächlich, der ist schon da. Also können wir uns jetzt auch entsprechend anmelden.
Und dann gucken wir mal, was da jetzt rausgekommen ist. Und wir sehen, die Startseite sieht schon mal so aus, wie wir so vorher auch hatten, ne? Wir sehen hier, er sagt 3 Dokumente, er sagt die Anzahl der Zeichen und so weiter und so fort. Wir können die Dokumente auch anschauen. Ah, tatsächlich, alles da. So. Dann gucken wir mal, Korrespondenten sind da, Tags, Dokumententypen, benutzerdefinierte Felder, gespeicherte Ansichten, alles da, Einstellungen. Auch hier, ne, Posteingangstag ist hier wieder eingeführt. Das wird ja bei einer Standardinstallation, ist das erstmal nicht angesteckt. Heißt also, ja, ist genau das passiert, was wir wollten. Wir haben eine 1:1 Kopie von unserem Paperless NGX über den File-Transfer entsprechend auf ein neues System gemacht. Heißt also, Backup funktioniert, Systemsicherung funktioniert oder auch Datensicherung funktioniert und auch die Migration auf einen anderen Host. Und das kann eine Synology sein, das kann aber auch irgendwas anderes sein, hat auch funktioniert. Also einfache Art und Weise, entsprechend ein Backup und eine Migration zu machen. Ja, also die zweite Möglichkeit, um ein entsprechendes Backup oder eine Datensicherung von Paperless zu erzeugen, ist, wie schon gesagt, über die Kommandozeile und damit dem Befehl Document Exporter. Und ja, das möchten wir uns jetzt natürlich noch gemeinsam anschauen. Und dazu habe ich auf meinem Host mal 2 aktive Paperless-Installationen. Einmal die Paperless NGX, wie man hier schön sieht, ne? Also die läuft, und ich habe eine Paperless neu. Jetzt können wir hier mal kurz reinschauen. Da sehen wir also die Paperless NGX. Das ist die, die wir auch von gerade schon kennen, ne? Hier sind die entsprechenden Dokumente noch drin. Heißt also, das ist die normale Version und eine Paperless neu. Das heißt also, die ist hier, die läuft auch unter einem anderen Port und die ist leer, ne? Also hier frisch, da ist nichts drin. So, und da wollen wir jetzt natürlich schauen, wie wir das entsprechend hinbekommen. So, also Voraussetzung ist natürlich erst einmal, dass euer Host, hier in meinem Fall halt die Synology, auch für SSH entsprechend freigegeben ist. Wir müssen ja auf die Kommandozeile. Ne? Und dazu gehört auch, dass auch in der Firewall dann unter Umständen ein entsprechender SSH-Port freigegeben werden muss. Ich habe SSH hier auf meinem Host aktiviert und auch meine Firewall ist entsprechend konfiguriert. Und ich mache üblicherweise den Zugriff auf die Kommandozeile über PuTTY. Da gehen natürlich auch andere Wege, aber da schauen wir uns jetzt einfach mal an, wie das aussieht. Blende ich euch entsprechend ein. So, und da bin ich auch schon mit dem Host verbunden und auch eingeloggt. Und ich habe mir auch schon mit dem sudo i oder sudo-i hier oben schon Root-Rechte entsprechend vergeben. Ohne Root geht es nicht, beziehungsweise ansonsten müsst ihr vor dem eigentlichen Befehl später dann sudo eingeben. Ich habe das jetzt auf diese Art und Weise gelöst. Ansonsten klappt es einfach mit der Berechtigung entsprechend nicht. Die Vorgehensweise zu den Befehlsoptionen, die es da gibt, die ist da auf der Paperless Homepage ist die relativ gut beschrieben, oder nicht nur relativ, die ist da sehr gut beschrieben. Die ganzen einzelnen Optionen sind dort aufgelistet. Ich verlinke euch die Seite unten in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr da im Zweifelsfall auch noch mal reinschauen, wenn da irgendwie etwas Interessantes für euch ist. So, aber der erste Schritt, den wir jetzt natürlich erstmal machen müssen, ist, wir müssen jetzt erstmal hier in unser entsprechendes Paperless-Verzeichnis. Und da müssen wir in das Exportverzeichnis. Und deswegen geben wir jetzt ein cd / und wir sind hier auf dem Volume 1. Dann haben wir das Verzeichnis Docker und dann sind wir in dem Verzeichnis Paperless-NGX und dann müssen wir ins Exportverzeichnis. So, zack. So, jetzt habe ich da gerade auch noch einen Fehler gemacht, nämlich cd Leerzeichen. Volume 1. Dann sind wir im Docker, dann sind wir im Paperless-NGX und dann sind wir im Verzeichnis Export. So, und wenn man es richtig macht, dann funktioniert es auch. So, also sind wir jetzt schon mal genau da, wo wir hin müssen, nämlich im Paperless-NGX, also in dem und dem Exportverzeichnis, also in dem Verzeichnis, in dem wir gleich auch unsere Files entsprechend haben wollen. So, jetzt können wir den Befehl entsprechend zum Backup
eingeben. Den habe ich euch auch unten in die Videobeschreibung gepackt. Das geht nämlich los mit Docker Compose exec. Damit wird eigentlich erstmal, beziehungsweise das ist der Ausführungsbefehl, damit wir überhaupt den Document-Exporter ausführen können. So, dann muss jetzt der Service auch noch angegeben werden. Das ist nämlich in dem Fall der Web-Server. Und dann kommt jetzt Document Exporter. Und dann kommt jetzt zum Schluss, müssen wir ihm jetzt noch sagen, dass das nämlich genau in dieses Exportverzeichnis hinein soll. Und das sollte jetzt eigentlich so funktionieren. So, und jetzt machen wir einfach mal Enter. Und dann dauert das einen Moment oder auch zwei. Und dann sehen wir gleich, dann sollte das funktionieren. So, und da sehen wir jetzt, ne? Also das ist durchgelaufen, haben 100% erreicht und jetzt können wir mal schauen. Wir sind im Paperless NGX und wir sind im Exportverzeichnis. Und hier sehen wir jetzt, also wir sehen die Files und wir sehen das JSON, so einmal vom Manifest und einmal die Metadata JSON. Also von daher ist alles da, was wir brauchen. So, die Wiederherstellung, die erfolgt natürlich über den Document Importer, also Importer, nicht Exporter. Und das Ganze machen wir dann eben so, dass wir das auf die frische Paperless-Version, ne, also hier diese, die ja noch nicht beaufschlagt wurde, dass wir das dahin entsprechend überspielen. So, und dafür müssen wir natürlich jetzt erstmal eins machen, dass wir hier natürlich das Exportverzeichnis, wo wir ja gerade unsere Datensicherung reingemacht haben, dass wir das jetzt einfach nehmen und sagen, ich möchte das kopieren nach und jetzt müssen wir das auf das Paperless neu entsprechend. Und wichtig ist hier auch überschreiben, ne? Wir wollen ja das Exportverzeichnis jetzt mit den neuen Daten überschreiben. So, und dann sollten wir dann hier sehen, in Export neu haben wir jetzt diese Files auch alle drin. Das ist schon mal gut. Jetzt müssen wir hier wieder in die Konsole. Und zwar müssen wir jetzt nämlich erstmal in ein anderes Verzeichnis, nämlich wir müssen jetzt nicht in das Paperless NGX oder NGX, sondern wir müssen in das Paperless neu wechseln. Das machen wir einfach mal. Zack. Und da sind wir jetzt in dem Verzeichnis Paperless neu. Und jetzt kommt der nächste Schritt. Jetzt sagen wir Docker Compose exec, wieder Webserver. Und zwar diesmal nicht Document Exporter, sondern Document Importer. So, das heißt also Exporter raus, Importer und hinten bleibt ganz normal Export stehen, weil unsere Files sind ja auch da schon abgelegt. So, und wenn ich jetzt hier drauf klicke oder drauf drücke, Enter drücke, dann rennt der jetzt los und wenn alles klappt, dann sehen wir gleich auch, dass er wieder 100% geschrieben hat. So, jetzt sehen wir hier, was passiert, ne? Also er hat zwar gesagt, er hat schon einen Existing User gefunden. Das ist auch in Ordnung. Der ist ja bei der Installation angelegt worden. Dann wird das Manifest geprüft, dann werden Objekte installiert und so weiter und so fort. Und am Ende des Tages sehen wir hier, er hat also entsprechend unsere Datensicherung in den Paperless neu entsprechend eingespielt. So, das ist schon mal schön. Das, was wir jetzt machen, jetzt wollen wir uns das Paperless angucken. Da muss ich hier einmal kurz umswitchen. So, und jetzt gehen wir hier auf die Startseite Paperless und jetzt sagen wir hier einfach nochmal, wir möchten das nochmal aktualisieren. Hier müssen wir uns jetzt einmal wieder anmelden. Und wir sehen, der Import hat also funktioniert über den Document Importer. Wir sehen also hier, wir haben die Startseite ist entsprechend angelegt. Wir sehen, unsere 3 Dokumente sind hier. Wir können uns die auch angucken. Das ist da, das ist da. Wir sehen auch die
entsprechende Daten dazu. Korrespondenten sind da, Tags sind da, Dokumententypen sind da, Speicherpfade sind da, benutzerdefinierte Felder und bei den Einstellungen haben wir hier auch das Posteingangstag, heißt also, hat funktioniert. Alles ist super. So, und der Vorteil bei dieser Vorgehensweise hier ist, oder beziehungsweise bei dieser Vorgehensweise ist das so, dass die Datenbank grundsätzlich mitgesichert wird. Egal, ob diese auf dem Host gemappt wurde oder nicht. Das ist ein gravierender Unterschied zu dem Thema, was wir gerade im ersten Fall hatten, nämlich über die Filestruktur das zu machen. Hier wird die Datenbank gemappt oder nicht gemappt, die wird definitiv mit gesichert und taucht auch hinterher entsprechend wieder auf. Der Vorteil, den ich eigentlich sagen wollte, ist bei dieser Methode oder bei dieser Datensicherungsmethode ist, dass ich die auch automatisieren kann. Und wie ich das für mich gemacht habe, das zeige ich euch dann entsprechend jetzt. So, ja, für die Automatisierung, da gehen wir jetzt mal wieder zurück hier auf unseren Server und das machen wir mal alles klein. Und jetzt gehen wir hier auf die Systemsteuerung, weil ich nutze nämlich hier für die Automatisierung die integrierte Aufgabenverwaltung von Synology. Ja? Also da kann man natürlich auch was anderes machen, andere Methoden verwenden. Man kann natürlich auch irgendwie über die Kommandozeile einen Cronjob anlegen und solche Geschichten alles. Aber Synology macht mir das hier schon relativ einfach, dass ich das nämlich entsprechend über eine grafische Oberfläche konfigurieren kann. Und jetzt mache ich das Anwendungsportal, oder das ist der Aufgabenplaner, nicht Anwendungsportal, ne? Also hier steht Aufgabenplaner. Ja. Gut, also wie ihr seht, ich habe hier schon einmal so ein Paperless Backup schon mal angelegt und jetzt gehe ich hier einfach auf Bearbeiten. Das heißt also, was ich hier tue, ist, ich habe eine neue Aufgabe angelegt und dann muss ich diese Aufgabe natürlich auch irgendwie benennen und ich muss dir ja Rechte vergeben und so weiter und so fort. Und ich habe die jetzt einfach hier Paperless Backup genannt. Und der Benutzer ist Root. Ne? Haben wir gerade schon gesehen, wir brauchen Root-Rechte, ansonsten funktioniert das mit dem ganzen Export und Import nicht. Dementsprechend haben wir hier Root-Rechte. Wichtig ist, wenn ihr das hier im Aufgabenplaner anlegt, ihr müsst bitte eine Aufgabe anlegen, wo ihr ein selbstdefiniertes Skript hinterlegen könnt. Ja, ist aber da eher selbsterklärend. So, dann gibt es einen Zeitplan. Ich kann mir jetzt also hier überlegen, an welchen Tagen ich das also automatisiert ausfüllen oder ausführen lassen möchte, ob das täglich oder wann auch immer ist. Das kann ich hier alles machen. Das habe ich jetzt hier nicht gemacht, habe ich in meiner Produktivumgebung natürlich entsprechend eingerichtet, dass einmal täglich entsprechend ein Backup gefahren wird. So, und dann kommt der interessante Teil, nämlich hier bei den Aufgabeneinstellungen, beziehungsweise interessant ist das ja eigentlich gar nicht, haben wir ja gerade schon gesehen, was wir machen müssen. Hier kann ich nämlich meine Befehlszeile, mein benutzerdefiniertes Skript eintragen. Das heißt also, wir finden hier wieder cd Volume 1 Docker Paperless NGX Export. Ne? Das heißt, das ist schon mal, ich wechsle wieder in den Pfad hinein, wo ich hin muss und komme dann hier mit dem entsprechenden Ausführungsbefehl. Und da wir Root-Rechte ja schon von vornherein haben, brauche ich hier auch kein sudo, sondern ich sage dann hier Docker Compose Exec, ne? Und dann kommt wieder der Dienst, der Webserver und dann Document Exporter und dann wieder wohin. Und damit bin ich dann eigentlich fertig. Ich kann jetzt hier noch sagen, ich möchte noch per E-Mail benachrichtigt werden, wenn das funktioniert hat oder nicht funktioniert hat. Ich habe es bei mir produktiv so eingerichtet, dass ich benachrichtigt werde, wenn das Ding nicht durchgelaufen ist. Ne? Ich will nicht jeden Tag wissen, hat geklappt, sondern ich will eigentlich nur wissen, hallo, hat nicht geklappt. Ne? So. Und das kann ich natürlich, wie gesagt, entweder zeitgesteuert laufen lassen oder ich kann natürlich hier auch sagen, führe das aus. Ne? Also nicht hier bei Aktion, sondern führe das aus. Und dann rennt er los und macht eigentlich nichts anderes als das, was wir gerade auch in der Kommandozeile gesehen haben, nämlich er legt mir eine entsprechende Datensicherung an. Das gleiche gilt hier für das Restore. Auch hier können wir nochmal drauf gucken. Ist die gleiche Funktionalität, heißt hier nur Restore, auch mit Root. Zeitplan brauche ich ja eigentlich gar nicht, weil ich will ja nicht nach Zeitplan restoren, ne, sondern wirklich nur, wenn irgendwas passiert ist. So, und bei den Aufgabenstellungen habe ich auch wieder, ne, also Befehl ausführen im Skript, cd Volume, bla bla bla, hast du nicht gesehen, Docker Compose Exec, wieder den Service und Document Importer. Und starten tue ich den bei Bedarf, nämlich hier draufklicken, ausführen. Und dann rennt er los. Und dann macht er eigentlich nichts anderes als das, was wir gerade auch über die Kommandozeile gesehen haben. Nur, ich muss mich hier nicht drum kümmern. Ich muss nicht in die Kommandozeile. Ich bin auch nicht so einer, der gerne in der Kommandozeile rumspielt. Also von daher habe ich hier über die Synology wirklich eine relativ
schöne grafische Oberfläche, in der ich das konfigurieren kann und bei Bedarf auslösen kann oder beziehungsweise zeitgesteuert auslöse. Und damit ist das für mich super. Ja, und das war's auch schon mit den Backup-Möglichkeiten von Paperless NGX. Ich hoffe, ich konnte euch damit einen kurzen Einblick in die Datensicherungsoptionen von Paperless NGX für eure Dokumente im papierlosen Büro entsprechend zeigen. Und ja, ich würde mich super über einen Daumen rauf freuen, über ein Like. Das hilft mir, hilft dem Kanal. Und natürlich dürft ihr den Kanal auch abonnieren. Wenn ihr die Glocke drückt, dann verpasst ihr natürlich auch nichts, was ich hier auf dem Kanal Neues mache. Ansonsten für Kommentare, Fragen, Anregungen, bitte nutzt unten die Kommentarfelder. Ich lese alles, ich versuche alles zeitnah zu beantworten. Ansonsten, ja, bleibt mir nicht mehr viel über, als zu sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und gerne wieder hier bei Haus und Technik, eurem Kanal für Technik rund ums Haus. Tschüss und bleibt gesund.